Morgen aus Lissabon. Wir wollen euch heute mitnehmen und euch ein bisschen mehr von der Stadt zeigen, aber bevor wir das machen, haben wir erstmal hier gut gefrühstückt, also günstig vor allem, und werden uns gleich mal aufmachen, schauen, was wir euch heute alles zeigen können. Vor allem wollen wir unbedingt mit dieser coolen Tram fahren, diese Einstraßenbahnwaggons, die hier durch die ganze Stadt flitzen. Das ist das erste Ziel. Wir haben die Haltestelle der Tram gefunden, aber wir sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Das heißt, wir haben jetzt eine lange Schlange vor uns und hoffen einfach, dass die regelmäßig fahren und wir dann schubsiwups drin sind. Aber ich sehe da hinten schon nochmal einen Waggon stehen, vielleicht ist das ja schon die nächste. Jetzt geht's 45 Minuten durch ganz Lissabon. Richtig cool. Ja, jetzt sind wir einfach an der Endhaltestelle ausgestiegen, 2 Meter nach vorne in die nächste Bahn, die jetzt wieder zurück in die Stadt fährt, und dann lassen wir uns da an einem richtig schönen Aussichtspunkt einfach wieder absetzen. Total cool. 1,50 kostet nur so eine Stadtrundfahrt mit dieser Bimmelbahn. Können wir total empfehlen. Wir sind natürlich jetzt ziemlich lange gefahren. Also wenn ihr das ein bisschen abkürzen wollt, dann würden wir empfehlen, dass ihr da einsteigt, wo wir eingestiegen sind. Ich kann das natürlich wieder nicht merken, Franzi. Wie heißt das? Santa Praça Mortis oder so. Wir blenden das ein. Und dann sozusagen bis hier zu fahren, bis zu diesem Aussichtspunkt, das da hinten steht. Lago de Portas del Sol oder irgendwie so, das blenden wir besser auch mal ein. Weil dann fahrt ihr sowohl diese ganz enge Stelle, die wir eigentlich am coolsten fanden, und man endet hier an diesem schönen Aussichtspunkt und von da können wir gleich weiterlaufen zur Burg. Das ist also ziemlich praktisch. Ein Pissoir in einer Stadtmauer-Ecke. Praktisch, aber auch ein bisschen eklig, muss ich wohl sagen. Also wie es riecht. Wir stehen hier an für Tickets. Ja, hier ist eine lange Schlange, aber man kann das Ticket wohl online kaufen. Und das versucht Franzi gerade. Mal gucken, ob das klappt. Und? I try. Cartão Crédito. Hey now. Pagar. Wir werden weitergeleitet. Guck mal hier, der Pfau. Okay, also es hat geklappt. Ja, wir haben die jetzt online gekauft und hoffen, dass wir uns jetzt hier diese Line sparen können und einfach direkt durchgehen zum Eingang. Sweet Lord. Es lebe die Technik.
Ja, und ich lebe, dass Franz ihre Kreditkartennummer auswendig kann. Sehr gut. Jetzt sind wir da. Was 10 ist das? Euro kostet der Eintritt hier pro Person. Achso, 10 Euro. Ja. Geht ja noch. Ja, guck mal, direkt hier mit so einem Megablick starten wir unsere Tour durch das Castello von Lissabon. Ich weiß nichts darüber. Ich bin null vorbereitet. Guck mal, ob ich was aufgeschrieben habe. Notfalls gibt es einfach schöne Blicke. Ich habe die Winebar davon markiert. Auch nicht schlecht. Meine Notizen sind auf jeden Fall richtig schön. Burg mit Türmen, toller Blick, 3 Ausrufezeichen, 10 bis 21 Uhr geöffnet, Eintritt 10 Euro. Der schönste Blick von der ganzen Burg, der Königsblick. Da hinten ist dieser Balkon. Also, nee, nicht Balkon, wie heißt das? Dingen da. Fahrstuhl. Ja, der Fahrstuhl. Welche abgebrannte Kirche? Die, wo man nur noch die Bögen oben sieht. Direkt dahinter. Ah! Jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlecht werden, denn es gibt hier Kanonen. Alles voller Kanonen. Matthias steht voll auf Kanonen. Egal wo wir sind, wenn es eine Kanone gibt, ist es toll. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich die cool. Jetzt reicht's auch mal mit den Blicken. Jetzt geht's mal weiter hier mit der Burg. Hier ist Ende, was ist das denn? Wir sind erst 5 Meter gegangen, hier ist Ende. Das war, glaube ich, so der Burg-Umrundungsweg. Wir sind noch gar nicht so richtig in der Burg drin. Ich weiß auch gar nicht, ob man das kann. Wie ihr merkt, wir sind mega, mega informiert. Aber hier gibt es auch schon wieder Kaipis. Shit, ey, jetzt habe ich wieder meine Sonnenbrille verloren. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Klassiker. Habe ich die hier verloren, als ich gegen die Tür gerannt bin? Nein. Ja, die habe ich da, also die weiß ich auch nicht. Unmöglich! Da ist sie wieder. Alles gut gegangen. Ich lasse öfter mal Sachen liegen. Habe ich mir sagen lassen. Also zu meiner Verteidigung. Ich wechsle ja immer zwischen Kamera und die eigenen Augen benutzen. Und für die Kamerafilmerei nehme ich die halt ab. Die Sonnenbrille, müssen wir da rein? Nein. Nein. Nicht so. Und dann muss ich ständig die Sonnenbrille auf und abnehmen. Doch? Ja, können wir gleich. Doch, können wir gleich da rein. Ja, deswegen, wahrscheinlich brauche ich mal so ein Band, das sie hier so am Hals baumelt, damit sie mir nicht immer ständig... Aber das habe ich noch nicht. So wie die Erstklässler. Ja, genau, ich habe auch einen Turnbeutel. Damit die ihre Handschuhe nicht verlieren oder so. Ja, gut. So viel dazu, jetzt gehen wir da mal rein. Wow, cooles Licht. Guck mal, da kann man auch noch mal hoch. Können wir da mal hoch? Ja. Jetzt sind wir erst so richtig in der Burg. Das davor war alles nur Vorspiel. Und wenn ihr jetzt meint, wir hätten diese Burg alleine besichtigt. Nein, wir haben immer gewartet, bis keine Menschen zu sehen waren. Hier ist relativ viel los. So,
das war es jetzt auch mit Burgbesichtigen. Wir haben nämlich Hunger. Deswegen werden wir jetzt in diese kleinen süßen Gassen von Alfamar abtauchen, hoffen, dass wir da ein leckeres Restaurant finden und uns stärken für Teil 2 vom Sightseeing. Total süß hier, diese ganzen Gassen. Kann sich natürlich hier auch unendlich verlaufen, aber wir haben ja gar kein Ziel, deswegen können wir uns ja eigentlich auch gar nicht verlaufen. Und überall hängt so die Wäsche, ne? Draußen an den Fenstern, die Unterhosen. In dem Gassengewusel haben wir ein kleines Restaurant gefunden und mal Fisch bestellt. Das ist ja so portugiesisches Standardprogramm, weil das ganze Land natürlich vom Wasser umgeben ist. Und ich habe Stockfisch. Keine Ahnung, was das ist, aber das ist wohl sehr klassisch. Und Franzi hat einen anderen Fisch. Mal probieren. Ja, ich überlege gerade noch, warum das so anders schmeckt. Und ich glaube, dieser Stockfisch, das ist, glaube ich, eine Zubereitungsmethode, wo der irgendwie aufgehängt und getrocknet wird. Ich würde es jetzt nicht so empfehlen, wenn man nicht auf total intensiven Fischgeschmack steht. Also als Fischanfänger definitiv nicht. Franzis Fisch war richtig gut. Ich habe mich für die sichere Variante entschieden, und zwar Rotbarsch. Der ist sehr lecker. Aber so ist das halt so ein bisschen, muss man immer abwägen. Ne? Probiert man das Neue, probiert man das, was irgendwie lokal in ist, oder bleibt man bei seinem sicheren Bekannten? Ja, wie macht ihr das denn? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr so die Experimentierfreudigen seid oder lieber dann doch auf Nummer sicher geht. Und wir laufen jetzt mal ein bisschen weiter Richtung diesem Hauptplatz hier. Ja, wir sind auf dem Praça do Comércio, von den Lissabonern auch Palastplatz genannt, weil hier früher mal ein Palast stand, bis 1775 ein Erdbeben den Großteil von Lissabon platt gemacht hat. Und jetzt gibt es noch an 3 Seiten wunderschöne Arkadengänge, diese Reiterstatue in der Mitte und den Blick auf den Fluss. Von daher immer noch super schön, auch wenn ohne Palast. Die schönsten, die wir je hatten. Cheers. Ist schon unser Hochzeitstag oder was? Nee, ist jetzt noch nicht so richtig Hochzeitstag. Dann wären die 10 Euro pro Drink auch gerechtfertigt gewesen. Ich habe mich verguckt. Ich dachte 5 Euro, aber jetzt hat eine 10 Euro gekostet. Natürlich ganz schön heftig. Aber irgendwie passt das ganz gut. Wir waren sowieso ein bisschen kaputt vom Rumlaufen. Jetzt sitzen wir hier so schön am Wasser. Und es ist echt eine schöne Atmosphäre hier. Eine Menge Leute, die hier rumchillen. Bei all dem Rumgechille wollen wir doch noch eine Sache sehen, die ich vorher schon markiert hatte und die auch viele empfohlen hatten über E-Mail oder Instagram. Und zwar der Mercado Ribera oder so ähnlich. Das ist so ein Markt, der hier schon seit 1892 ist, gleich um die Ecke von uns. Und eine Sektion des Markts, die heißt Timeout Market. Da gibt es so
Gourmet-Food, also so ganz, ganz viele Stände und das wollen wir uns jetzt noch angucken und mal schauen, was noch so in den Magen reinpasst. Sieht alles so unfassbar lecker aus. Eigentlich möchte ich mich einmal quer durch alle Stände futtern. Vielleicht machen wir es einfach. So, jetzt habe ich für Franzi Wein ausgesucht. Denn wir haben uns aufgeteilt. Der eine holt Essen, der andere holt die Getränke. Aber jetzt muss ich den Wein probieren. Und ich habe einfach mal gesagt, der schmeckt. Mal gucken. Richtig gut. Das sind gefüllte Kroketten und ich verrate jetzt nicht, womit die gefüllt sind, damit Matthias mal raten kann. Was ist da denn drin? Ist das Lachs? Mit? Ja, Lachs mit Kartoffeln. Cream Cheese. Cream Cheese. Aber eine Zutat erraten. So, das Dunkle hier. Irgendein Champignon oder ein Pilz. Ziegenkäse, das war's. Irgendwas roch nach Stall. Ja, lecker. Yum! Es gibt Gyozas, so japanische gefüllte Dumplings und Frühlingsrolle. Du brauchst noch was? Saulecker. Also Pastel de Nata ist ungefähr so das Nationalgericht Portugals. Gefühlt jedenfalls haben wir das super oft empfohlen bekommen. So eine kleine, leckere Speise und habe ich gestern schon mal probiert bei genau dem gleichen Bäcker. Aber da noch nicht auf traditionelle Art, nämlich mit Zimt oben drauf. So unfassbar lecker. Da ist so Blätterteig mit innen, da weiß ich auch nicht, so einer Quark-Pudding-Creme. Ja, während Franzi hier noch ihr Küchlein verdrückt. Lecker, lecker, lecker. Ist ja ganz witzig. Wir haben den Tag gestartet mit einem Frühstück von Lidl und beendet haben wir ihn mit so einem schönen, dekadenten Gourmet-Food-Court-Dinner. Und ja, das war unser erster ganzer Tag in Lissabon. Hat uns richtig gut gefallen, die Stadt. Morgen haben wir noch einen Tag. Und danach geht es dann auch zu den Azoren. Da könnt ihr uns natürlich auch wieder verfolgen. Also ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und dann auf zu neuen Abenteuern. Ich wollte das Burgfräulein abholen. Richtig cool. Und überall kann man hochklettern. Ja, man kann tatsächlich überall hochklettern. Sogar da, wo man, glaube ich, nicht so gut hochklettern sollte. Ich habe ein bisschen Schiss gekriegt auf dieser einen Steinmauer da. Da kriegt man ja sogar ein bisschen Höhenangst. Ja, dann kletter da sicher wieder runter. Okay. Das glaube ich nicht so gedacht. Wahnsinn. Das ist ungefähr so ein 270-Grad-Blick, den man hier hat. 153 Grad Blick. Oder? Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir Matthias her. Da ist er. Das ist aber vorne. Ja, du bist mir jetzt ja in der Sonne. Du schmeißt jedes Mal deinen Cocktail fast um hier. Ja, bin ich. Nicht so doll nach hinten lehnen. Achso, dann kommst du näher ran? Ja. All about that blick, about that blick. Da war es vorbei mit Improvisieren. Isst du denn jetzt auch noch was?
gegessen. Krass.